Anfang 2023 nahm das medizinische Personal eines Krankenhauses östlich von Houston einen Patienten mit Diabetes auf, der nicht auf die Behandlung ansprach. Sein Zustand schien unerklärlich. Am Bett verhielt sich seine Frau laut Angaben der Ärzte theatralisch. Als der 46-jährige Joseph Hartsfield starb, tauchten viele beunruhigende Fragen auf. Es begann eine Untersuchung, die eine unglaubliche Menge an Geheimnissen, Verdächtigungen und tragischen Zufällen ans Licht brachte. Im Mittelpunkt stand seine trauernde Witwe. Sie war zuvor mindestens 4-mal verheiratet gewesen. Sarah Hartsfield hatte eine immer länger werdende Liste von Ex-Ehemännern, die entweder verstorben waren oder sich glücklich schätzten, die Ehe überlebt zu haben. Die Sheriffs aus dem Bezirk Chambers in Texas wurden am 7. Januar 2023 zum Houston Methodist Hospital in Baytown gerufen. Der Disponent erhielt gegen 18:30 Uhr einen Anruf von einer Krankenschwester, die einen Patienten mit verdächtigen Symptomen gemeldet hatte. Er wurde mit einem Krankenwagen aus Beach City eingeliefert. Der 46-jährige Joseph Hartsfield, Diabetiker, litt unter extrem hohen Insulinwerten. Die Behandlung im Krankenhaus, die nach Ansicht der Ärzte wirksam sein sollte, blieb in der folgenden Woche ohne Erfolg. 8 Tage nach seiner Einlieferung lag Joseph weiterhin im Koma. Zu diesem Zeitpunkt traf seine Frau Sarah die schwere Entscheidung, ihn von den lebenserhaltenden Geräten zu nehmen. Joe Hartsfield starb am 15. Januar und wurde anschließend eingeäschert. Die Strafverfolgungsbehörden, die nach eigenen Angaben widersprüchliche Informationen vom medizinischen Personal erhalten hatten, leiteten eine umfassende Untersuchung ein. Sie erfuhren, dass Joe einen Glukosemonitor trug, der Daten an eine App übermittelte, die mit seinem Handy und dem Handy seiner Frau verbunden war. Wenn sein Blutzuckerspiegel zu niedrig oder zu hoch war, wurden Alarmsignale ausgelöst, um sie zu warnen. Seine Frau war die ganze Nacht bei ihm zu Hause. Es war unklar, wie Joes Zustand trotz des funktionierenden Messgeräts so extreme Werte erreichen konnte. Während des gesamten Tests und in den Tagen nach Joes Tod veröffentlichte Sarah Hartsfield Beiträge in den sozialen Medien, in denen sie ihre Trauer zum Ausdruck brachte. Ein Video aus dem Krankenhaus, das sie auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte, zeigte seine Frau, die wegen des Zustands ihres Mannes untröstlich war. Trotz dieser äußeren Anzeichen blieben die Verdachtsmomente bestehen. Nach Angaben der Ärzte erreichte Joes Insulinspiegel 4 bis 6 Stunden, bevor seine Witwe den Rettungsdienst rief, seinen Höchstwert. Der Alarmton der App auf ihrem Handy muss mehrere Stunden lang ertönt und ignoriert worden sein. Aus dem Haus des Paares in der Nähe von Houston teilte Sarah mit, dass sie sich von eigenen Gesundheitsproblemen erhole. Am Abend zuvor war sie auf dem Sofa eingeschlafen und hatte die ganze Nacht durchgeschlafen, ohne die Alarmsignale im Zusammenhang mit dem Blutzuckerspiegel ihres Mannes zu hören. Die Alarmsignale ertönten regelmäßig, sagte sie. Deshalb sah sie zu diesem Zeitpunkt keinen Grund zur Sorge. Bei der Durchsuchung des Hauses des Paares wurden fast 10 Insulinspritzen auf dem Boden im Schlafzimmer neben Joes Bett gefunden. Je tiefer die Ermittler in die Vergangenheit der trauernden Witwe eintauchten, desto mehr kamen sie zu der Überzeugung, dass hinter Joes Tod mehr steckte als die harmlose Erklärung von Sarah. Die Ermittler fanden heraus, dass Sarah Hartsfield in ihren 48 Jahren 39 Mal in verschiedenen Bundesstaaten umgezogen war, 5-mal verheiratet und 1-mal verlobt gewesen war. Außerdem gaben fast alle ihre ehemaligen Ehemänner, zumindest diejenigen, die noch am Leben waren, an, dass sie irgendwann Angst um ihr Leben hatten wegen ihr. Aus Angst, dass sie fliehen könnte, wurde Sarah Hartsfield sofort verhaftet. Die Ermittlungen dauerten noch an, und der Gerichtsmediziner hatte noch keine Entscheidung über die Todesursache von Joe getroffen. Trotzdem wurde Sarah Hartsfield wegen eines Verbrechens angeklagt und gegen eine Kaution von $5 Millionen freigelassen. Ihr Pflichtverteidiger wartete auf Beweise, da er davon ausging, dass diese vorgelegt werden müssten. Allerdings mangelt es in diesem Fall an Beweisen. Es gibt keinen Bericht des medizinischen Sachverständigen, keinen Polizeibericht. Daher arbeiten sie mit dem, was sie haben. Ihre Verteidigung besteht darin, dass sie nichts damit zu tun hatte. Während Sarah Hartsfield in Haft war, begannen Teams im ganzen Land, ihre verworrene Vergangenheit zusammenzufügen. Sarah Smith verbrachte ihre frühen Lebensjahre in einer ländlichen Gegend von Missouri. Ihre Familie besaß mehrere Hektar Ackerland in einer weitläufigen ländlichen Gegend. Was wie eine idyllische Kindheit erscheinen mag, war für Sarah alles andere als das.
Ihr Vater Thomas wurde nach seiner Entlassung aus dem Staatsgefängnis wegen Misshandlung ihrer Kindheit verurteilt. Als ihre Mutter davon erfuhr, ließ sie sich von ihm scheiden und heiratete einen anderen Straftäter, der kurz zuvor wegen Mordes 2. Grades aus der Haft entlassen worden war. Noch während ihrer Grundschulzeit wurde sie in eine Pflegefamilie gegeben. Eine Frau namens Barbara Stewart übernahm die Verantwortung für Sarah und lange Zeit blieb ihre Beziehung eng. Nach einer schweren Kindheit und einer Reihe von Prüfungen wurde Sarah zu einer obligatorischen Beratung geschickt. Als Teenager ging sie ihre erste Ehe ein. Im Jahr 1993 heiratete sie ihren Jugendfreund, einen jungen Mann namens Titus Kilt. Die Ehe hielt jedoch weniger als 3 Jahre. Nach seiner Rückkehr vom Militärdienst begegnete Titus mehreren Personen, die offen erklärten, eine Affäre mit seiner Frau gehabt zu haben. In den folgenden 25 Jahren nach der Scheidung mischte sich Sarah trotz des Widerstands von Titus und seiner neuen Frau weiterhin in deren Leben ein. Er behauptete, Sarah wiederholt in der Nähe seines Hauses gesehen zu haben. Sein Auto wurde beschädigt und sein Telefon wurde mit unerwünschten Anrufen bombardiert. Sie tauchte plötzlich auf, wenn sie verschwunden schien, und trotz fehlender gemeinsamer Kinder gab sie ihre Versuche, Kontakt aufzunehmen, nicht auf. Ihre Anrufe und ihr aufdringliches Verhalten wurden zu einer ständigen Belastung für die Familie. Als Titus einmal in Oklahoma war und seine Familie in der Nähe der Fort Hood-Basis blieb, teilte Sarah ihnen mit, dass sie zu ihnen kommen wolle. Eines Tages bemerkten Titus und seine Frau einen seltsamen Geruch in ihrem Haus. Als sie nach draußen gingen, sahen sie Sarah das Grundstück verlassen. Als sie das Grundstück untersuchten, fanden sie Spuren von Benzin, das entlang der Hauswand verschüttet worden war, und in der Nähe lagen leere Kanister. Sie werteten diesen Vorfall als Brandstiftung, möglicherweise mit der Absicht, ihnen Schaden zuzufügen. Obwohl sie sofort die Polizei riefen, blieben die Maßnahmen erfolglos. Titus war der Meinung, dass Sarah sich gut zu rechtfertigen wusste und die Strafverfolgungsbehörden von ihrer Unschuld überzeugen konnte. Seiner Meinung nach war es angesichts ihrer manipulativen Fähigkeiten äußerst schwierig, eine einstweilige Verfügung zu erwirken. Als Titus von Sarahs Verhaftung erfuhr, war er nicht überrascht. Er bedauerte lediglich, dass dafür wieder jemand zu Schaden gekommen war. Seinen Erinnerungen zufolge hatte Sarah während ihrer gemeinsamen Zeit mehrmals deutlich gemacht, dass er sie nicht verlassen dürfe, da dies sonst schwerwiegende Folgen haben könnte. Er fürchtete ernsthaft um sein Leben, zumal er zu dieser Zeit eine Lebensversicherung in Höhe von $200.000 hatte. Seine Sorge war, dass er nicht überleben würde und sie davon profitieren würde. Nach der Scheidung von Titus begann Sarah schnell eine Beziehung mit seinem ehemaligen besten Freund. Auch diese Ehe hielt nicht lange. Ihr zweiter Ehemann war offenbar der einzige ihrer Ex-Partner, der ihren mutmaßlichen dunklen Machenschaften entkommen konnte. Der orangefarbene Gefängnis-Overall ist nicht die einzige Uniform, an die Sarah Hartsfield gewöhnt ist. 1997 trat sie in den Militärdienst ein, zunächst als Transportfahrerin, später wechselte sie zur Nachrichtenanalyse. Sie diente 20 Jahre lang und schied im Rang eines First Sergeants aus dem Dienst aus. Zu Beginn ihrer Militärkarriere wurde Sarah nach Fort Wainwright in Alaska versetzt. Dort lernte sie Christopher Donahue kennen, einen Soldaten, der ihr 3. Ehemann wurde. Mit Christopher hatte sie ihre längste Ehe. Aus dieser Ehe gingen 3 Töchter und ein Sohn hervor. Nach den Erinnerungen ihres inzwischen erwachsenen Sohnes war Sarah als Mutter übermäßig kontrollierend und neigte zu gewalttätigem Verhalten. Berichten zufolge schalteten sich die Jugendbehörden ein, die Polizei wurde mehrmals zu Sarah nach Hause gerufen, jedoch jedes Mal ohne Folgen. Als sie älter wurden, brachen ihr Sohn und ihre Töchter praktisch jeden Kontakt zu ihr ab. Ein Kollege von Sarah, der sie damals kannte, beschrieb sie als intelligent und schlagfertig. Eine Meinung, die viele teilten, die ihr im Laufe ihres Lebens begegnet waren. Trotzdem betonten fast alle, dass der erste Eindruck von Sarah oft trügerisch war. Sie konnte charmant sein, wenn es ihr passte, aber mit der Zeit fiel ihre Maske. Die wahre Sarah kam schnell zum Vorschein, eine Person mit einem ausgeprägten Kontrollbedürfnis, die zu Manipulationen und Wutausbrüchen neigte. Sie verstand es, ihre Handlungen logisch zu strukturieren, die Wahrheit zu verbergen und niemals Schuld einzugestehen. Nach ihrer Hochzeit mit Christopher Donahue ließ sich das Paar in Texas nieder, unweit der Militärbasis Fort Hood, wo beide dienten. Selbst in ihrer scheinbar stabilen 3. Ehe folgte Sarah weiterhin dem bereits bekannten Muster. Untreue, Konflikte, Ausbrüche von gewalttätigem Verhalten.
Als sie jedoch von der Krankheit ihres leiblichen Vaters Thomas Smith erfuhr, zeigte sie unerwartet Initiative. Trotz seiner Vergangenheit und des Leids, das er ihr zugefügt hatte, lud sie ihn ein, bei ihrer Familie zu leben, um sich um ihn zu kümmern. Als sie ihren Kindern ihre Entscheidung erklärte, sagte sie, wenn nicht ich, wer dann? Doch nur 3 Tage nach seinem Einzug starb Thomas. Die Tochter erinnerte sich, wie ihre Mutter dem alten Mann Tabletten gab und dann hörte, wie er hustete und sich an die Brust griff. Danach starb er. Jahre später, bereits aus der Zelle des Bezirksgefängnisses, behauptete Sarah, sie habe ihrem Vater lediglich die vom Arzt verschriebenen Medikamente gegeben und versucht, ihm zu helfen. Der offiziellen Version zufolge starb er eines natürlichen Todes. Es folgten Brände. Einer brach im Haus ihres ehemaligen Liebhabers nach ihrer Trennung im Jahr 2016 aus, ein weiterer im Haus ihrer Großmutter nach einem Streit um das Erbe. Als ihre Großmutter im August 2014 starb, reiste Sarah mit ihrer Familie in ihre Heimat Missouri zur Beerdigung. Dort erfuhr sie, dass mehrere 100 Hektar Land, das Elternhaus und alles, was darin war, laut Testament an ihren älteren Bruder Cody ging. Sarah bekam nichts. Zwischen Bruder und Schwester brach ein Konflikt aus. Cody hatte sich viele Jahre lang um die Großmutter gekümmert und den Haushalt geführt. Sarah drohte, um das Vermögen zu kämpfen. Später erzählte Cody, dass Sarah unangemeldet mit einem gemieteten LKW vor dem Haus vorgefahren sei und alles, was sie für wertvoll hielt, herausgetragen habe. In derselben Nacht gingen Cody und seine Frau zu Bett, da sie den Konflikt für beigelegt hielten. Sie wurden durch Rauchgeruch geweckt. Das Haus stand in Flammen. Alle konnten sich retten, auch ihr Neffe, aber das gesamte Hab und Gut wurde zerstört. Sarah kehrte nach Texas zurück und bestritt jegliche Beteiligung. Die Ermittlungen konnten die genaue Brandursache nicht feststellen. Ein Feuerwehrmann, der Sarah am nächsten Tag befragte, bemerkte jedoch einen Ausschlag auf ihrem Gesicht, der einer Reaktion auf giftigen Efeu ähnelte, der im Hinterhof des Hauses reichlich wuchs. Während ihrer Ehe mit Christopher hatte Sarah weiterhin Affären. Eine davon war eine 2-jährige Fernbeziehung mit einem Mann namens Brian. Die ganze Zeit über versicherte sie ihm, dass sie kurz vor der Scheidung stünde. Als die Beziehung zu Ende ging, endete alles äußerst schmerzhaft. Beide Seiten beantragten einstweilige Verfügungen, bevor sie den Kontakt endgültig abbrachen. Nach der endgültigen Trennung ging Brian eines Tages mit Freunden in eine Bar. Er war dort nicht länger als 20 Minuten, als er einen Anruf von der Polizei erhielt. Sein Haus stand in Flammen. Obwohl Brian Sarah nicht offen beschuldigte, war er wie ihr Ex-Mann Titus überzeugt, dass sie ins Gefängnis gehörte. Seiner Meinung nach konnten nur durch die Isolierung von Sarah andere Männer vor möglichem Schaden geschützt werden. Die Ermittlungen des Sheriff-Büros von Chambers County deckten immer mehr beunruhigende Zufälle aus Sarah Hartsfields Vergangenheit auf. Sie hatte für jeden Fall eine Erklärung parat. Alle ihre Ehen waren nur von kurzer Dauer, und die Ermittler wandten sich mit der Bitte an die Öffentlichkeit, ihnen alle Informationen über Sarah zu geben, auch solche, die mildernd wirken könnten. Sie setzten ein komplexes Mosaik aus Fakten und Umständen zusammen, und jedes Detail war von Bedeutung. Der nächste Abschnitt ihrer Biografie gab Anlass zu größter Besorgnis. Am 9. Mai 2018 wurden Sheriff-Beamte in Douglas County, Minnesota, in dem kleinen Dorf Garfield zu einem häuslichen Streit gerufen, bei dem Schüsse gefallen waren. Zu diesem Zeitpunkt hatte Sarah Donnie bereits ihren 3. Ehemann Christopher wegen zahlreicher Affären geschieden und war erneut umgezogen. Diesmal zu ihrem neuen Verlobten David Bragg. Er hatte zuvor als Mechaniker bei der Luftwaffe gedient und arbeitete anschließend als Auftragnehmer auf der Fort Hood-Basis. Ein Auftrag zur Installation von Sonnenkollektoren führte ihn nach Minnesota, wo er Sarah vorschlug, zu ihm zu ziehen. David war Vater von 2 Söhnen und Bruder in einer Familie mit 5 adoptierten Kindern. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie David tot in seinem Haus. Die Kugel hatte ihn direkt ins Herz getroffen. Sarah erklärte der Polizei, sie habe in Notwehr gehandelt. Ihrer Aussage zufolge war David verärgert über den Besuch von Christopher, ihrem Ex-Mann, der sich ohne Absprache mit ihrer Tochter getroffen hatte. Sarah behauptete, David sei eifersüchtig und aggressiv gewesen, Eigenschaften, die ihm laut seinen Angehörigen völlig fremd waren. Trotz der widersprüchlichen Aussagen bestätigten die Strafverfolgungsbehörden Sarahs Aussage. Sie behauptete, sie sei nach Hause gefahren, um Sachen für ihre Tochter zu holen, die sich mit ihrem Vater zum Geburtstag verabredet hatte.
Dabei betrat Sarah das Haus mit 2 Pistolen und erklärte, sie wolle die Waffen nicht im Auto neben den Kindern lassen. Warum sie überhaupt 2 Pistolen mit sich führte, blieb unklar. Ihren Angaben zufolge begann David, sobald sie das Haus betreten hatte, ein Gespräch über Christopher. Es kam zu einem Streit zwischen den beiden, der in einen Kampf in der Nähe der Treppe ausartete. Sarah sagte aus, dass er ihr irgendwann eine der Pistolen entriss und zuerst schoss. Daraufhin habe sie, ohne zu zielen, das Feuer erwidert. Sie beschrieb, wie sie dem Schuss auswich, die Treppe hinunterrollte und versuchte, sich in Sicherheit zu bringen. Eine ballistische Untersuchung anhand des gefundenen Einschusslochs ergab, dass der Schuss tatsächlich von oben nach unten in Richtung Treppe abgegeben worden sein könnte, was mit ihrer Aussage übereinstimmte. Sie schoss zurück und traf David in die Brust. Die Kugel durchschlug sein Herz, was zu seinem Tod führte. Sarah behauptete jedoch, dass sie nicht gezielt geschossen habe. Nach 8-monatigen Ermittlungen entschied die Staatsanwaltschaft von Douglas County, keine Anklage zu erheben, da sie der Ansicht war, dass Sarah in einer lebensbedrohlichen Situation gehandelt habe und das Recht auf Selbstverteidigung gehabt habe. Davids Familie bezweifelte jedoch ihre Version. Sie wiesen auf ernsthafte Probleme in der Beziehung des Paares vor Davids Tod hin. Nach Angaben der Angehörigen hatte er bereits vor, die Verlobung zu lösen. Die Familie war der Meinung, dass die Trennung nur eine Frage der Zeit war. Niemand hatte erwartet, dass alles so tragisch enden würde. Eine der möglichen Ursachen für den Vorfall, die Sarahs Tochter äußerte, war die Vermutung, dass ihre Mutter Christopher zurückgewinnen wollte und dafür zu extremen Maßnahmen griff. Nach Christophers Rückkehr aus Korea und dem Beginn seines neuen Privatlebens konnte Sarah laut ihrem Umfeld hoffen, ihren Ex-Mann zurückgewinnen zu können. In ihrer Vorstellung wäre dies möglich gewesen, wenn David ihr nicht mehr im Weg gestanden hätte. Im Jahr 2021 reichte Christopher zusammen mit seiner neuen Frau Heather eine Klage mit einer schockierenden Anschuldigung ein. Sie waren der Meinung, dass Sarah und ihr jetziger Ehemann einen Plan ausgeheckt hatten, um Heather aus dem Weg zu räumen. Christopher war der Meinung, dass das Ziel der Verschwörung darin bestand, ihn um die Möglichkeit zu bringen, um das Sorgerecht zu kämpfen, damit er so erschüttert wäre, dass er sich nicht mehr auf die Gerichtsverfahren um seine Töchter konzentrieren könnte. David George gab laut Christopher direkt zu, dass Sarah ihn mehrmals überredet hatte, Heather zu beseitigen. Sie gab ihm eine Waffe und sagte ihm, er solle nicht nach Hause zurückkehren, bis alles erledigt sei. David verließ Minnesota tatsächlich und fuhr nach Arizona, wo Donya nun lebte, angeblich mit der Absicht, seinen Plan auszuführen. Als er mit einem Blumenstrauß, als würde er einen Blumenstrauß liefern, zum Haus kam, öffnete Christopher die Tür. David stieg sofort ins Auto und fuhr weg, ohne zurückzukehren. Später behauptete er habe keine Waffe bei sich gehabt und begann Sarah regelmäßig zu belügen, indem er Gründe erfand, warum er ihre Forderungen nicht erfüllte. Nachdem Christopher diese Informationen an die Behörden weitergeleitet hatte, wurde die Untersuchung vom FBI fortgesetzt und vor Donyas Haus wurde eine Polizeistation eingerichtet. David widerrief später sein Geständnis, sodass keine offizielle Anklage erhoben wurde. Dennoch hielt Sarah ihr Versprechen. Sie warf David aus dem Haus und reichte 2 Monate, nachdem Christopher seine eidesstattliche Erklärung abgegeben hatte, die Scheidung ein. Das Gericht verbot Sarah, Kontakt zu ihm und seiner Familie aufzunehmen. Sie verlor das Sorgerecht für ihre jüngsten Töchter und erhielt die Anweisung, sich ihnen nicht zu nähern. Später lernte Sarah Joseph Hartsfield im Internet kennen. Sie waren etwa 3 Monate lang zusammen. Weniger als einen Monat nach ihrer Verlobung, am 22. Februar 2022, fand ihre Hochzeit statt. Das kam für Joes Familie völlig überraschend. Wie viele vor ihnen waren auch seine Verwandten zunächst von der neuen Frau begeistert und hofften auf eine glückliche Ehe. Doch schon im Dezember war die Beziehung zerbrochen. Sarah beschwerte sich in den sozialen Netzwerken über Joes Verhalten und behauptete, er habe Probleme mit dem Einfluss seiner Mutter. Ihrer ältesten Tochter sagte sie habe genug von ihrem Mann. Joe selbst hatte ebenfalls vor, die Familie zu verlassen. Er sagte seinen Angehörigen, dass er um sein Leben fürchte und befürchte, dass Sarah zu einer Straftat greifen könnte. Einige Tage vor seiner Einweisung ins Krankenhaus vereinbarte er mit seinen Verwandten den Umzug und reichte die Scheidung ein. Außerdem eröffnete er heimlich ein Bankkonto in Huntsville, nah am Wohnort seiner Familie. Seinen Angehörigen zufolge ging er früh morgens zur Arbeit, um so wenig Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen.
In den letzten Tagen vor seinem unerwarteten Krankenhausbesuch bereitete er sich aktiv auf seinen Auszug vor, doch sein Plan konnte nicht verwirklicht werden. Nach seinem Tod veröffentlichte Sarah Beiträge über ihre Trauer, schrieb, dass sie sich verloren fühle und Joes Sprachnachrichten anhöre, um seine Stimme wieder zu hören. Allerdings glaubte kaum jemand an ihre Aufrichtigkeit. Am 3. Februar wurde sie wegen eines Verbrechens 1. Grades angeklagt. Sarah bekannte sich nicht schuldig. Die Bezirksbehörden gingen vorsichtig vor, um diesmal zu verhindern, dass sie sich der Verantwortung entziehen konnte. Im März 2023 wurde eine Kommission von Ärzten einberufen, um die Ergebnisse der Obduktion von Joseph Hartfield zu überprüfen. Nach ihrem Gutachten war die Todesursache auf Komplikationen aufgrund einer toxischen Insulinwirkung zurückzuführen, einfacher gesagt, eine Überdosis. Die Todesursache wurde jedoch aus medizinischer Sicht offiziell als unbestimmt eingestuft. Die jahrelangen Ermittlungen, die sich über mehrere Bundesstaaten erstreckten, dauern bis heute an. Trotz der Schlussfolgerungen der Ärzte zur tödlichen Insulindosis konnte bisher nicht eindeutig festgestellt werden, ob es sich um ein Verbrechen handelt. Eine offizielle Entscheidung in dem Fall gibt es nicht, und die Verteidigung von Sarah Hartsfield besteht weiterhin auf ihrer Unschuld. Der Anwalt, der sie zuvor vertreten hatte, erklärte, dass er keinen Zweifel an der Wahrhaftigkeit ihrer Aussagen habe. Seiner Beobachtung nach sei Sarahs Aussage von Anfang an konsistent gewesen, ohne Abweichungen oder Unstimmigkeiten. In der Zwischenzeit hat Sarah einen Antrag auf Abberufung ihres bisherigen Verteidigers gestellt und konnte ihn durch ein neues Anwaltsteam ersetzen. Das Gericht prüft diesen Antrag derzeit noch. Ihre Kaution wurde bereits 3-mal gesenkt, von ursprünglich 5 Millionen auf 2 Millionen $. Aber Sarah befindet sich weiterhin in Haft. Nach ihrer Verhaftung im Februar begannen Ermittlungsbehörden in verschiedenen Bundesstaaten, die Umstände anderer Todesfälle im Zusammenhang mit ihrem Namen zu überprüfen. Dazu gehörten der Tod ihres leiblichen Vaters im Jahr 2015 und der Tod ihres Verlobten David Breger im Mai 2018. Nun wird erneut untersucht, ob Sarahs Handlungen im Fall Breger tatsächlich Selbstverteidigung waren. Trotz der Unterschiede zwischen den Vorfällen haben einige Ermittler auf eine mögliche gemeinsame Motivation hingewiesen, die Beseitigung eines Hindernisses. Darüber hinaus wird der Fall des Todes von Sarahs langjährigem Lebensgefährten David George neu untersucht. Eine Frau namens Rebecca Kunzi, mit der er lange Zeit vor seiner Begegnung mit Sarah zusammenlebte, starb im Januar 2018 unter verdächtigen Umständen. Damals wurde ihr Tod mit Herzklappenproblemen erklärt, da sie bereits an Begleiterkrankungen litt. Einige Monate nach ihrer Beerdigung heiratete David George Sarah. Damals gab es keine Ermittlungen, aber jetzt wird der Fall wieder aufgerollt. Die Ermittler prüfen auch einen möglichen Zusammenhang zwischen Rebeccas Tod und dem Brand in Davids Haus, 7 Monate nach ihrem Tod. Danach zog er zu Sarah, in dasselbe Haus, in dem sie zuvor mit Breger gelebt hatte. Außerdem wurde ein Fall wieder aufgenommen, in dem eine Verschwörung gegen die Frau ihres 3. Mannes vermutet wird, bei der Sarah angeblich ihren 4. Mann als Auftragsmörder einsetzen wollte. Trotz der Anklage beteuert Sarah in der Bezirkshaftanstalt weiterhin ihre Unschuld und behauptet, Opfer einer groß angelegten Verschwörung zu sein. Ihren eigenen Angaben zufolge sind ihre gescheiterten Ehen ihr größter Fehler. Der Termin für die Gerichtsverhandlung im Fall Joseph Hartsfield steht noch nicht fest, aber es wird erwogen, den Prozess im Mai 2024 zu beginnen. Sarahs Anwälte erklärten, dass es aufgrund der Komplexität des Falles zu einer Verzögerung von 12 oder sogar 24 Monaten kommen könnte. Für viele, die das Unglück hatten, mit Sarah Hartsfield in Kontakt zu kommen, bleibt nur eines wichtig, dass sie isoliert bleibt und niemandem mehr Schaden zufügen kann. Nach dem Gesetz gilt sie jedoch weiterhin als unschuldig, bis ihre Schuld vor Gericht bewiesen ist. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.